Im Zentrum der Ausstellung steht Kors. Er ist einem jüngeren Publikum längst weltweit bekannt. Er feiert große Erfolge in den USA und vor allem in Asien. Sicherlich auch, weil dort die Begeisterung für das Thema Comic so groß ist. Und wir stellen ihn hier in der Ausstellung in einen Dialog mit historischen Positionen von Roy Lichtenstein über Gottfried Helnwein bis hin zu Joyce Pensato oder auch Brigitte Kowans. Die Ausstellung begeistert, da wir einerseits einen großen Künstler wie Kors erstmals hier in Wien erleben dürfen und zum anderen, weil die Ausstellung auch wirklich zum Mitmachen und Erleben wie in einem Comicstrip einlädt. Wir haben eine große installative Arbeit, die U-Bahn von Red Grooms, wo man hineinsteigen kann. Es gibt den Pop-Shop Tokyo von Keith Haring oder den Meatball Curtain von Fahlström und man sieht also wirklich, da ist Interaktion angesagt. Und zum Dritten ist es auch eine Ausstellung, die durchaus zum Nachdenken anregt, denn es sind nicht nur heitere Themen, die hier angespielt werden, sondern es sind gesellschaftskritische Momente, die in dieser Kunst, die ja aus der Street Art und aus der durchaus subversiven Kunstrichtung kommen, immer wieder auch die zentralen Themen unseres Zusammenseins hier thematisieren. In der Ausstellung gibt es viele Einzelfiguren, die uns aus den berühmten Comics wie Mickey Mouse, Donald Duck oder anderen bekannt sind. Es geht aber auch darum, eine universelle Zeichensprache zu entwickeln, wie wir das etwa im Werk von Keith Haring mit seinen vielen verschiedenen menschlichen Figuren sehen, den Tieren, die in Umrissen gezeichnet sind, ebenso wie bei Penck. Und man hat den Eindruck, dass es dort darum geht, eine Art archaische Sprache in einer modernen Form wiederzubeleben. In seiner Kunst bedient sich Kors der Figuren, die wir aus Comics kennen. Und es könnte alles sehr harmlos wirken, wenn man sich aber dann die Posen und die Gesichtsausdrücke, die Gestik vor allem dieser Figuren anschaut, dann sind doch ganz große Emotionen hier angespielt. Also man greift auch tatsächlich auf christliche Ikonografie zurück, etwa wenn man wie hinter mir so eine Figur sieht, die eine andere trägt. Das wirkt wie eine Pietà. Und es geht um diese großen Gefühle von Ohnmacht, von Vereinzelung, von einer großen Überwältigung. Und die sehen wir sehr oft. Und das ist vielleicht auch sehr Ausdruck unserer heutigen Zeit. Er findet die richtigen Mittel, um eben einer Jugend auch eine Sprache zu geben. Und es ist auf der anderen Seite auch tatsächlich dieses Gefühl einer neuen Generation mit dem Blick auf die Zukunft, wie man ihn vielleicht sonst nirgendwo so greifbar hat wie hier in seiner Kunst. Und damit können sich viele auch heute identifizieren. Er ist gerade in der jüngeren Generation ein Superstar, weil er einerseits eine leichte Bildsprache mitbringt, die andererseits aber durchaus auch tief Emotionales auszudrücken vermag.